Wie ein mordslustiger Mann einst sagte, I always come back. Ich habe gestern ein neues Machinima hochgeladen. Ja, ich mache wieder Machinima, also Minecraft-Filme. Static ist jetzt auf meinem neuen Kanal Kirachizi verfügbar. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, was bedeutet das fürs Endiversum? Nun, wenn ihr doofe Langweiler seid, könnt ihr zu diesem Zeitstempel vorspringen, um direkt zu hören, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Aber wenn ihr korrekte Gigachats seid, hört ihr jetzt meiner ganzen Geschichte zu. Im letzten Video, in welchem ich euch berichtet habe, dass ich das Endiversum schweren Herzens canceln musste, daher mir die Arbeit, also das Machen von Minecraft Machinima, einfach keinen Spaß mehr machte. Der Satz macht ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Seitdem ist einiges passiert. Zum Beispiel hatte ich eine komplette Krankenhaus-Odyssee, aber ich hatte auch sehr viel Zeit zum Nachdenken. Mittlerweile bin ich zum Entschluss gekommen, doch, es war Burnout. Ich hatte diese Option damals nicht in Erwägung gezogen, weil ich die Ursache für den Burnout nicht erkannt hatte. Aber mittlerweile habe ich das. Neben anderen Faktoren, die man definitiv nicht ignorieren darf, wie das der Rest der Zeit weitaus länger in Arbeit war als alles, was ich je davor gemacht habe. Und eine andere Sache, über welche ich noch nicht bereit bin, in der Öffentlichkeit zu sprechen, ist mir der vermutliche Hauptgrund aufgefallen. Ich hatte ein extrem toxisches Mindset. Jeden Tag war mein Kopf voll von, ich muss heute an der Rest der Zeit arbeiten. Jeder Tag, an dem ich es nicht geschafft habe, hat sich wie ein Verlust angefühlt, wie ein komplett verschwendeter Tag, dass ich es nicht geschafft habe. Wenn der Tag schon spät wurde und ich wusste, das wird heute nichts mehr, war ich direkt komplett down. An jedem dieser Tage habe ich darüber nachgedacht, dass der Film vielleicht wieder verschoben werden muss und dann auch die ganzen anderen Universum-Sachen erst viel später kommen. Und das hat mich halt total fertig gemacht. Und beim gewissen Punkt war ich dann halt so fertig, dass ich es praktisch gar nicht mehr geschafft habe, an den Rest der Zeit zu arbeiten. Und dann wurde halt fast jeder Tag zu einem dieser Tage. Und das über eine so lange Zeit, kombiniert mit der anderen Sache, hat dann halt zu einem extremen Down geführt, sodass ich absolut keine Energie mehr hatte und dass das Projekt mir auch ruiniert hat für die Zeit. Ich hatte im letzten Video erwähnt, dass ähnliche Gefühle bis in die Zeit von Scotty vs. Dirty zurückgehen. Aber das war eine Fehlinterpretation meinerseits. Woran ich dachte, war, dass ich damals oft nicht so viel Gedanken in den Prozess gesteckt habe und die Szene wie am Fließband durchgegangen bin. Ich war in einer Routine drin und es ging quasi wie automatisch, den Film zu machen. Das hat mit meinem neulichen Burnout aber wenig zu tun, weil damals habe ich das halt noch gerne gemacht. Nun, was passierte nach der Cancellation? Ich war in der Zeit von September bis Dezember extrem depressiv. Es gab natürlich auch einige andere Faktoren, die da mitgespielt haben, die haben aber eher verschlimmert, was schon da war. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, wo dieses extreme Down herkam, bis ich dann letztens die Reaktion hatte, ich hatte einen Burnout, ich habe ein Lebensprojekt gecancelt. Natürlich hat mich das ein bisschen fertig gemacht. Ja. Typisch wie ich bin, ich kann einfach nicht aufgeben, habe ich immer mal wieder versucht, im Geheimen die Produktion von der Rest der Zeit wieder aufzunehmen. Es ging aber nie über die Planungsphase hinaus und es war halt noch viel zu früh dafür. Ich wollte dann zum 5. Jubiläum des Endiversums ein Remake von Die Geburt machen, also dem ersten Film, der damals alles gestartet hat. Das Projekt begann dann aber unter einer düsteren Wolke zu stehen, daher mein Opa, der seit Anfang des Endiversums den Charakter der Watcher spricht, mit Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Und auch wenn es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht 100% sicher war, wussten wir alle schon, was wir erwarten sollten. Und ich dachte, es wäre schön, noch ein letztes Mal mit ihm zusammen aufnehmen zu können. Aber dafür war es dann leider schon zu spät. Natürlich war dann die Frage, was jetzt mit diesem Die Geburt Remake passieren soll. Dafür den Charakter aber zu recasten, ist es aus vielerlei hoffentlich verständlichen Gründen einfach viel zu früh. Deswegen ist das jetzt auch erstmal auf Eis. Zur gleichen Zeit hatte ich aber einige Gedanken, Realisationen und Gefühle, welche mir geholfen haben zu entscheiden, was ich jetzt in Zukunft machen möchte. Letztes Jahr habe ich einige einfach nur Videos gemacht. Keine Filme, einfach Videos. Und es hat Spaß gemacht. Und das hat mich dann auch erinnert, wie sehr ich vor einigen Jahren YouTube-Videos gemacht hatte und wie viel Spaß mir das damals gemacht hat. Und dass ich das gern wieder mehr tun würde. Ich habe sehr oft Ideen für Videos, aber ich setze die halt meistens nicht um, weil ich denke mir, ich habe da keine Zeit für, ich sollte am Universum arbeiten und so. Noch dazu habe ich auch sehr viel Spaß an Game Development. Aber außerhalb von den Game Jams, die wir so einmal im Jahr auf Enderia haben, habe ich halt auch nie wirklich groß Zeit dafür, weil mein Hauptding ist halt das Endiversum gewesen und darauf habe ich mal halt meinen kompletten Hauptfokus gelegt. Und immer wenn ich dann an dem Videospiel gearbeitet habe, hat sich das irgendwie eine Ablenkung angefühlt. Eine Ablenkung von etwas anderem, an dem ich jetzt eigentlich arbeiten sollte. Und ich vermisse es wirklich, die Machinima, an denen ich arbeite, auch tatsächlich zu veröffentlichen. In 2023 und so ganz am Anfang von 2024 hat es sich so angefühlt, als wäre ich langsam Teil der Minecraft Machinima Community geworden. Also langsam. Und auch als wir Anfang 25 unser Mini-Comeback hatten, haben uns einige Leute beglückwünscht. Aber wenn man jahrelang an einem Film arbeitet, der echt lange braucht, um mal fertig zu werden, verschwand das alles halt wieder, weil
wir haben also gut wie nichts veröffentlicht. Und die Kirsche auf der Torte war dann die Realisation der Freiheit, die ich jetzt habe. Ich hatte wieder Lust, Machinima zu machen. Und ich kann jetzt Machinima machen, die nicht zum Endiversum gehören. Die nicht diesem Plan folgen. Ich kann machen, was ich will. Weil das Endiversum, auch wenn da natürlich Freiheiten bestehen, vor allem dann, wenn irgendwie ein neues Skript geschrieben wird, ich weiß ja schon alles, was passieren wird. Ich weiß, in welcher Reihenfolge welche Filme rauskommen. Aber ich kann jetzt alles machen, was ich will. Ich bekomme eine Idee, ich könnte das umsetzen. Das hätte ich natürlich vorher auch machen können. Aber wie bereits gesagt, das Endiversum war mein absoluter Hauptfokus und alles andere hat sich wie Ablenkung angefühlt. Deswegen war das halt nicht so möglich. Und irgendwie kam es mir auch nie in den Sinn, dass ich auch Minecraft ein bisschen immer machen könnte, was nicht zum Endiversum gehört. Das kam mir einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr ins Hirn, dass das möglich ist. Und so wurde schnell klar, wie ich jetzt weitermachen will. Bevor wir aber dazu kommen, muss ich noch kurz über ein paar Dinge reden, die ich euch im letzten Video versprochen habe. Der Livestream, in dem ich über die Cancellation rede, eure Fragen beantworte und vielleicht ein paar Sachen von der Rest der Zeit zeige, ist noch nicht passiert. Und ich weiß auch nicht, ob der in naher Zukunft überhaupt noch passieren wird. Der Endiversum Minecraft Server wurde erst wegen Minecraft Schneestaffel 5, dann wegen dem Enderia Hytale Server und jetzt, weil wir ihn noch etwas umgestalten wollen, verschoben. Der Server kommt noch, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und der Endiversum Marathon ist passiert. Den haben wir am 5-jährigen Jubiläum des Endiversums veranstaltet. Okay, jetzt aber. Wie geht es weiter? Das Endiversum ist nicht mehr gecancelt, aber... Okay, warte. Es geht aber auch noch nicht weiter. Es ist zwar nicht mehr gecancelt, aber immer noch auf unbestimmte Zeit pausiert. Wichtige Differenzierung. Ich fühle mich halt noch nicht bereit, der Rest der Zeit und das Endiversum allgemein wieder anzugehen. Und ich möchte, wie gesagt, diese neu gewonnene Freiheit, nicht Endiversum Machinimas zu machen, auskosten. Ich weiß noch nicht, wann es mit dem Endiversum weitergehen wird, aber irgendwann wird es das. Seht das als eine XXL-Version von der Kreativpause, die ich Ende 2024 machen wollte. Weil damals wollte ich ja eigentlich auch eine Pause von der Rest der Zeit nehmen, um an anderen Sachen zu arbeiten. Hab dann am Ende aber eigentlich halt nur eine generelle Pause genommen. Sobald es dann aber irgendwann weitergeht, möchte ich in einigen Belangen die Dinge anders machen als zuvor. Ich möchte nicht mehr den Zwang, Endiversum als Hauptprojekt, alles andere nebensächlich verfolgen. Das werde ich dann lockerer angehen. Und außerdem habe ich bisher, was die Filme angeht, ja schon oft Hilfe von anderen genommen. Natürlich, ohne das wäre es ja auch überhaupt nicht möglich gewesen. Aber eine Sache blieb mir immer heilig. Die Animation selbst. Ich wollte, dass immer nur ich die Sachen animiere und alles Animierte von mir ist. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass, wenn das Endiversum irgendwann weitergeht, ich auch in diesen Belangen Hilfe erlaube. Das heißt, dass mehrere Leute animieren, sofern die Qualität und so natürlich passt. Und ja, jetzt wird natürlich auch nicht mehr das Drehbuch von der Rest der Zeit veröffentlicht, weil irgendwann sollt ihr diesen coolen Film ja auch angucken, ohne komplett gespoilert zu sein, weil das ist ja kein Buch, das ist ein Film. Das macht beim Schauen mehr Sinn. Aber das alles ist ja Zukunftsmusik. Das ist ja für, wenn es irgendwann weitergeht. Aber was ist jetzt? Was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist jetzt am 17. Mai 2026? Was passiert jetzt? Ich werde wieder Machinima machen. Aber nicht nur Machinima. Ich mache alles, worauf ich Lust habe. Das kann ein YouTube-Video sein, ein Videospiel oder ein Machinima. Für Videos und Machinimas wird es je nachdem, was es ist, auf einem meiner Kanäle veröffentlicht. Ja, Kanäle, Plural. Nein, das heißt nicht, dass ich mehrere Kanäle gleichzeitig aktiv bespiele. Ich bin ja nicht lebensmüde. Es ist nur so, dass die Art und Sprache des Videos oder des Machinimas entscheidet, auf welchem Kanal es landet. Cheesy Kira, mein einigermaßen Hauptkanal. Hier kommt deutsches Zeug, sowohl Videos als auch Machinima. Eine kleine Kostprobe, was man vielleicht erwarten kann, ist in Form eines neuen Videos heute erschienen, wo ich ausprobiere, ob Corridor Key mit Minecraft-Footage klarkommt. Das ist so ein Greenscreen-Ding. Kira Cheesy, ein neuer Kanal. Lange fragte ich mich, wo ich englisches Zeug hochladen würde, und hier ist die Antwort. Und dort kam gestern sogar ein brandneues Machinima raus. Static ist jetzt verfügbar. Erwartet kein Blockbuster, das Ding ist 3,5 Minuten lang, aber sehr cool geworden. Hi, Cheesy Kira, mein Hytale-Kanal. Aktuell noch recht unbeliebt, aber eines Tages werden die Machinima-Tools von Hytale wahrscheinlich besser sein und dann kommt da auch cooles Zeug. Eine Kostprobe ist auch erschienen in Form eines Videos, in dem ich mich über die Machinima-Tools aufrege, also konstruktive Verbesserungsvorschläge gebe. Kesu sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dort kommen Gaming-Videos, also alles an Gaming außer Minecraft. Keine herkömmlichen Let's Plays mehr, aber ab und zu wird was gestreamt oder Kartox zwingt mich mal wieder irgendein nischiges Horrorspiel zu spielen. Dort kam zwar heute keine Kostprobe, aber die Videos, in denen wir Rome und My House gespielt haben, könnt ihr euch ja mal anschauen. Besagte Videos sind natürlich allesamt unten in der Beschreibung verlinkt. Ebenso sind die Kanäle natürlich alle verlinkt. Abonniert und aktiviert die Glocke und so weiter bei allem, was euch interessiert. Aber wenn ihr wirklich gar nichts verpassen wollt, dann kommt auf unseren Community-Discord-Server Enderia. Dort könnt ihr beim Onboarding einfach auswählen, an was ihr so interessiert seid, und werdet bei allen Neuigkeiten und Veröffentlichungen benachrichtigt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr
habt jetzt ein Bild, wie es weitergeht und seid vielleicht auch froh, dass das Endiversum nicht gecancelt ist, sondern auf unbestimmte Zeit pausiert, was sich im Ende aufs Gleiche beläuft. Ja, wir sehen uns.